Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir ein Schokoladensoufflé, sozusagen ein kleiner Schokokuchen in einer von diesen Formen, also ungefähr in der Größe, mit einem flüssigen Kern. Wir brauchen 80 Gramm Mehl, 80 Gramm Zucker, 100 Gramm Butter, 3 Eier und 90 bis 100 Gramm von Zartbitterschokolade. Ich empfehle euch 70%ige, ihr könnt auch Kuvertüre nehmen, aber bei der Schokolade solltet ihr am besten auch was Hochwertiges nehmen, weil es einfach das ist, was dem natürlich am meisten Geschmack gibt und wo ihr auch wollt, dass es gut schmeckt. Wir fangen damit an, dass wir unsere 3 Eier und den Zucker erstmal in einer Schüssel Schaum schlagen. Wenn wir das gemacht haben, dann nehmen wir eine Schüssel, nehmen unsere Schokolade, bröckeln die da rein und tun die in die Mikrowelle und machen das immer in so 20 bis 30 sekündigen Intervallen, bis sie komplett flüssig ist. Wenn dann bei mir waren es jetzt 2 Minuten, also 4 mal 30 Sekunden, eure Schokolade hier schön flüssig ist, dann einmal schön umrühren, damit sich auch die letzten kleinen Klümpchen noch verteilen und auflösen. So, und jetzt tun wir unsere 100 Gramm Butter noch dazu und mischen auch die einmal unter, damit die sich schön darin auflöst. Dann nehmen wir uns am besten nochmal hier so einen kleinen Handschuh, weil es immer noch sehr heiß ist. Dann einmal kurz durchmixen. Sieben einmal das Mehl durch. Und heben das Mehl vorsichtig runter. Jetzt solltet ihr eine hellbraune, ja, wie beschreibt man das so von der Konsistenz? Nicht allzu, also schon flüssig, aber irgendwie noch so ein bisschen zusammenhängend. Auf jeden Fall so eine Art von Masse solltet ihr jetzt haben. Und dann könnt ihr jetzt daran gehen, das in eure Schälchen zu gießen. Bevor wir jetzt unsere Mischung, unseren Teig oder wie auch immer, bevor wir die hier reintun, ist es wichtig, dass wir die einfetten und mit entweder ein bisschen Mehl oder, falls ihr noch habt, Backkakao oder normalen Kakao, das einfetten und ausstäuben, damit sich die eben leichter rauslösen lassen. Ihr könnt die auch einfach direkt hier drin backen und dann da raus essen, aber wenn ihr die irgendwie schön auf den Teller legen wollt oder irgendwie so schön anrichten wollt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr die einfach hier mit ein bisschen Butter und einem Pinsel oder so und dann einfach ein kleines bisschen Kakao reinkippt. Ihr könnt das halt genauso gut mit Mehl machen, nur ist es dann halt, dass ihr noch einen weißen Rand um eure kleinen Soufflés habt. Wenn ihr die dann hier alle fertig gemacht habt und vorbereitet habt, dann könnt ihr einfach hier unsere Teigmasse da reinfüllen. Ich würde immer so 2/3 bis 3/4 voll machen, weil das eben auch ein bisschen aufgeht und ihr wollt nicht, dass das einfach dann über die Seiten wieder rausfließt. So, diese 6 gehen jetzt für mindestens 10 bis 12 Stunden in die Gefriertruhe. Am besten, oder wie ich es immer mache, ist, ich mache es ja jetzt abends, das heißt, ich mache es einfach dann für den nächsten Abend, dafür sind die dann komplett fertig. Genau, bevor ihr das macht, am besten einfach nochmal kurz auf den Tisch klopfen, damit so kleine Luftbläschen da rausgehen. Jetzt muss ich nur noch einen Platz in unserem komplett überfüllten Gefrierer finden. Es ist jetzt ein Tag später. Ich habe die hier gerade wieder aus dem Gefrierer rausgeholt. Stell die einfach auf ein Blech und die gehen jetzt bei 180 Grad Umluft für irgendwas zwischen 10 bis 15 Minuten in den Ofen. Das kommt halt ganz darauf an, wie hoch ihr die gefüllt habt, wie breit die sind und so weiter und so fort. Meine hier sind zugegebenermaßen auch ein bisschen ungünstig, weil die so dünner werden unten. Das heißt, das wird ein bisschen mehr durch sein, aber das ist sowieso einfach eine persönliche Präferenz. Was ich gerne dazu mag, ist einfach ein bisschen Vanilleeis und eine Himbeersoße. Und die können wir uns ganz einfach selber machen. Ich habe hier ein paar tiefgefrorene Himbeeren. Die tun wir einfach ein bisschen in die Pfanne, geben noch ein bisschen Wasser dazu, um es ein bisschen flüssiger zu machen, die Soße. Und na gut, Vanilleeis, ich glaube, machen wir jetzt mal nicht selber, sondern nehmen wir einfach was wir so gekauft haben und dann richten wir das so an.
jetzt bei mir 12 Minuten später und es ist immer so ein bisschen schwierig genau zu sagen, wann die fertig sind. Ich würde sagen, wenn die an den Seiten so ein bisschen hochgehen, da schon trocken sind, aber in der Mitte noch so ein ganz kleiner Fleck ist, der ein bisschen dunkler ist, dann sind die absolut perfekt. Weil ihr wollt es nicht zu, also das ist halt hier, die sind auch alle unterschiedlich, das ist so ein bisschen doof. Aber ihr wollt es nicht so haben, dass es eigentlich komplett aus diesem flüssigen Zeugs besteht, weil dann isst man nur flüssigen Teig. Man will ja schon noch ein bisschen Kuchen dabei haben. Das heißt, wir nehmen uns jetzt mal hier gleich ganz vorsichtig ein. So sollten die übrigens aussehen. Was wir jetzt machen ist, wir gehen ganz vorsichtig, am besten halten wir es fest, einmal außen rum mit dem Messer. Es sollte sich einigermaßen gut ablösen. Also jetzt nehmen wir das ganz vorsichtig. Ich mache mit dem Teller dran, damit es nicht rausfliegt. Stürzen das und ziehen es wieder ab. Jetzt nehmen wir uns einfach einen Löffel. Wenn ihr natürlich so ein Eisteil habt, dann könnt ihr natürlich auch das nehmen. Ich habe jetzt keinen. Und dann nehmen wir noch ein bisschen was von unserer Soße hier. Können wir hier einmal. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, wie das innen drin aussieht. Das hier einmal aufschneiden. Und wie ihr seht, dieser wundervolle schokoladige Kern. Absolut göttlich. Also ich hoffe, ihr probiert das Rezept auch einmal aus. Es ist wirklich nicht schwer zuzubereiten. Es dauert halt ein bisschen Zeit, man muss es am Tag vorher vorbereiten. Aber es schmeckt unglaublich gut und sieht einfach super aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schreibt eure Fragen und Anregungen einfach in die Kommentare. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Ciao!